In dem Video heute geht es mal um 5 Fragen, die dir helfen, deinen idealen Plan B herauszufinden, der zu dir, deiner Familie und deinen persönlichen Zielen am besten passt. Und zwar sind es 5 Fragen. Warum willst du eigentlich auswandern? Also du findest zu dieser Frage 1, 2, 3, 4 Antworten, priorisierst die. Dann, wann möchtest du auswandern? Wohin oder wohin auf gar keinen Fall möchtest du oder die Familienmitglieder auswandern? Wer kommt alles mit? Wir gehen gleich noch im Einzelnen darauf ein, warum das ganz wichtig ist. Und wie viel Budget bist du bereit für deinen Plan B einzusetzen? Also jetzt mal im Einzelfall. Die erste Frage ist natürlich, warum, oder dir selber Klarheit zu verschaffen. Warum möchtest du einen Plan B für dich und deine Familie? Für viele ist es ja in letzter Zeit, mit denen wir sprechen, dass sie gerne die absolute Reisefreiheit möchten oder sie möchten ausreisen dürfen, wann immer es geht, auch vielleicht in Krisenzeiten oder in Pandemiezeiten. Andere möchten übrigens deswegen einen Plan B haben, weil sie unbedingt verhindern wollen, dass ihre minderjährigen Kinder oder dann halt die nicht mehr minderjährigen Kinder einer Wehrpflicht wieder ausgesetzt sind in unserem Land. Auch wenn ich persönlich vielleicht denke, dass es da immer Wege geben wird, sich einer Wehrpflicht zu entziehen, aber für viele ist das eine sehr wichtige Angelegenheit und sie möchten deswegen einen Plan B für ihre Familie. Oder vielleicht geht es darum, einfach einer möglichen Steuerpflicht nach Staatszugehörigkeit zu entgehen. Vielleicht möchtest du ein goldenes Visum oder eine zweite Staatsbürgerschaft, weil du in einem anderen Land aktiv sein willst, weil du dort vielleicht mehr Möglichkeiten, Geschäftsmöglichkeiten möchtest, vielleicht Grundstücke kaufen oder dort einen steuerlichen Wohnsitz gerne einrichten möchtest. Manche möchten einen Plan B, um langfristig oder mittelfristig die Erbschaftssteuer günstig für die Familie oder für die Angehörigen zu gestalten. Manche möchten beispielsweise, dass sie ihre Kinder selbst unterrichten dürfen, also Homeschooling oder Online-Schooling ist sehr, sehr wichtig für manche Eltern und dann sucht man sich eben ein Land, in dem das möglich ist. Oder manche sehen die Zukunft in den BRICS-Staaten und möchten einfach für ihre Nachkommen einen Plan B haben, einen Wohnsitz oder eine zweite Staatsbürgerschaft in einem Land, was möglicherweise künftig eben diesem BRICS-Block zugehört. Und. Also wichtig ist einfach die Warum-Frage für dich und deine Familie zu klären, zu priorisieren, was ist eigentlich mein wichtigster Grund, mein zweitwichtigster Grund, warum möchte ich einen Plan B, warum möchte ich ein goldenes Visum oder eine zweite Staatsbürgerschaft für ein anderes Land haben. Also das wäre die erste W-Frage, warum. Die zweite Frage, wann. Also möchtest du in Krisenzeiten dann deinen Plan B eigentlich aus der Schublade ziehen und in ein bestimmtes Land einreisen oder ausreisen können oder sofort oder vielleicht in 2 Jahren bei einer Pensionierung? Oder möchtest du zu Beginn jedes Jahr ein paar Monate dich in einem bestimmten anderen Land aufhalten? Also das sind alles wichtige Fragen, die sofort eigentlich aus einer Vielzahl von möglichen Ländern die Auswahl eingrenzen. So machen wir das auch im Beratungsgespräch. Also eigentlich die Fragen, die wir jetzt gerade besprechen, das sind sehr, sehr häufig auch die Fragen, die wir im Beratungsgespräch entweder vorher oder direkt im Beratungsgespräch am Anfang nochmal zusammen analysieren, um dann einfach festzustellen, welche Länder, welche möglichen Golden Visa, welche möglichen zweite Staatsbürgerschaften oder permanente Visa oder vielleicht eine Kombination von Pass und Visa ist genau das, was du für deinen Plan B brauchst. Die Frage wann, ganz wichtig, warum hatten wir als erste Frage genannt, jetzt kommt die dritte Frage. Warum, wann und die dritte Frage, wohin oder wohin auf gar keinen Fall. Also beim Pass übrigens, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt eine zweite Staatsbürgerschaft ins Auge gefasst hast, um Reisefreiheit zu haben, muss diese zweite Staatsbürgerschaft nicht das Land sein, in das du im Fall einer Pandemie, einer Krise oder wenn du pensioniert bist, dann unbedingt einreisen musst. Also beim Pass zum Beispiel, da ist in erster Linie natürlich die Reisefreiheit entscheidend. Das heißt, du kannst immer ausreisen, wahrscheinlich immer ausreisen. Einreisen kannst du bei einigen Pässen in mehrere Länder, weil es gibt ja mehrere Bereiche, ähnlich wie den Schengen-Bereich, wo du einen Pass eines bestimmten Landes hast und dann aber in viele Länder einreisen kannst. Zum Beispiel der Zweitpass, der momentan von uns sehr häufig auch in der Beratung erwähnt wird, von Sierra Leone. Damit könntest du in 15 afrikanische Länder direkt einreisen, dort Firmen gründen, auch Wohnsitz nehmen und in sehr, sehr viele andere Länder natürlich auch visafrei einreisen oder Visa on Arrival.
Oder in der Karibik ist genauso, hast du beispielsweise den Pass von Antigua, dann kannst du natürlich in viele andere karibische Staaten auch einreisen, dort auch dauerhaft einen Wohnsitz nehmen. So, beim Golden Visa bist du natürlich festgelegt auf ein ganz bestimmtes Land und durch das Investment vielleicht auch, was oftmals mit dem Golden Visa verbunden ist und hast auch meistens nur das Arbeitsrecht in einem Land. Also der Pass gibt manchmal das Arbeitsrecht, das Recht, Firmen zu gründen, das Recht, sich dauerhaft aufzuhalten in mehreren Ländern, ein goldenes Visum nur in einem bestimmten Land. Das ist vielleicht ganz wichtig auch zu wissen. Viele Golden Visas sind eben leider mit einer Investition verbunden, aber da kommen wir dann bei der letzten Frage sowieso nochmal drauf zu sprechen. Eine ganz, ganz wichtige Frage bei dem Wohin ist natürlich auch, gibt es Anwesenheitspflichten? Wenn du deinen Plan B umsetzt und die Frage nach dem Wohin, also wohin will ich ausreisen und einreisen dann natürlich wieder, dann ist immer die Frage, gibt es Anwesenheitspflichten oder ist es ein echter Plan B? Das heißt, ich kann eben jetzt ein Visum, ein goldenes Visum in meinen Pass zum Beispiel bekommen. Und auch wenn ich da 1, 2, 3 Jahre nicht einen einzigen Tag mich aufgehalten habe, erlischt dieses Golden Visa nicht. Also diese Frage nach dem Wohin, das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Schwerpunkt bei uns im Beratungsgespräch. Aber auch wenn du jetzt dich selbst auf die Reise begibst im Internet und recherchierst, Unterlagen liest, dann ist diese Frage sehr, sehr wichtig. Trotzdem ganz, ganz wichtig, die Reihenfolge eben einzuhalten. Also die wichtigste und erste Frage immer wieder, warum? Ja, dann die nächste Frage, die vierte Frage ist eben das Wer. Also wer soll mitkommen? Also möchtest du alleine ausreisen? Hast du schulpflichtige Kinder? Hast du erwachsene Kinder? Wie sieht es mit den Eltern und Großeltern aus? Und je nachdem, wer mitkommt, wen man mitnehmen möchte, in das Paket des Plan B sozusagen Konzeptes integrieren möchte, reduziert sich schon wieder die Auswahl der Länder, in dem du zumindest vielleicht auch passend zu deinem Budget dein Plan B realisieren kannst. Wie gesagt, es gibt unterschiedlich sehr, sehr interessante Angebote, beispielsweise Sansibar, über das wir schon häufig gesprochen haben, also Tansania. Mit einer Investition bekommst du ein Golden Visa für eine Familie bis zu 6 Personen. In Dubai beispielsweise ist das Golden Visa noch großzügiger. Dort kann man also die Eltern, die Großeltern mitnehmen. Man kann sogar Hausangestellte mitnehmen, wenn man sie braucht und nachweisen kann, dass man sie eben braucht und auch dort dann finanzieren kann. Es gibt unterschiedlichste Regeln. Also in einigen Ländern kann man Eltern ab 55 oder erst ab 60 oder 65 mit integrieren. In einigen Ländern, in denen man seinen Plan B umsetzen kann, dürfen die Kinder nicht älter als 18 oder 20 sein, damit man sie integrieren kann und. Deswegen die Frage, wer reduziert eigentlich wieder die Auswahl für dich? Also nochmal die Frage, warum willst du eigentlich auswandern? Wann willst du auswandern? Wohin oder wohin auf gar keinen Fall? Wer kommt mit? Und jetzt zur letzten Frage natürlich, wie viel Budget hast du? Für einige Golden Visa braucht man überhaupt kein großes Budget. Beispielsweise Mexiko, darüber hatten wir auch schon gesprochen, findest du auch Informationen auf unserer Webseite. Oder wir können es im Beratungsgespräch nochmal einzeln gern durchgehen. Also in Mexiko ist eben so, dass du eigentlich nur ein Einkommen oder ein Vermögen nachweisen musst, also ein Kontostand über die letzten 6 oder 12 Monate, ein Einkommen über die letzten 6 oder 12 Monate und bekommst dann ein permanentes Visum oder ein Visum für zunächst 4 Jahre, das du nach 4 Jahren umtauschen kannst in ein permanentes Visum. Und das Ideale ist in dem Fall, du hast nicht mal eine Anwesenheitspflicht. Es gibt auch andere Golden Visas, die häufig leider mit einer Investition verbunden sind. Was heißt leider? Mitunter kann man die Investition auch gut als Geldanlage sehen und eine Einnahme oder Rendite daraus generieren. Ein Kandidat zum Beispiel, den ich ganz gut finde, wir reisen da übrigens auch im April hin und schauen uns das mal da näher an, kannst du dich gerne mit registrieren, ist Serbien. In Serbien kannst du vielleicht eine kleine Wohnung, ein kleines Häuschen auf dem Land für 20.000 Euro kaufen und bekommst dann dein Visum, kannst das über Airbnb vielleicht vermieten, hast noch also einen kleinen Ertrag dabei. Bekommst einen steuerlichen Wohnsitz leider erst, wenn du, oder nur dann, wenn du mehr als 6 Monate dich im Land aufhältst, aber hast dein Visum. Wermutstropfen, man muss das Visum zurzeit zumindest leider jährlich verlängern, zumindest die ersten Jahre. Also man muss einmal im Jahr da anreisen und sich dann das Visum wieder verlängern lassen, verliert aber nie den Anspruch auf den Aufenthalt im Land, den unbefristeten, also nicht nur 30, 60 oder 90 Tage, sondern solange du möchtest,
solange du eben diese Immobilie dort hast. Für 20.000 Euro, wie gesagt, reicht in dem Fall schon. Also, das hier einfach mal heute in einem kleinen Video eine Anregung, wie du dich ideal entweder auf ein Beratungsgespräch vorbereiten kannst oder wie du selber Klarheit für deinen Plan B erreichen kannst. Mach das am besten auch mit der Familie, bezieh die Kinder mit ein, bezieh Ehepartner ein, vielleicht auch die Eltern zumindest, wenn du mit denen über solche Themen sprechen kannst. Wobei wir sehr häufig auch im Beratungsgespräch Eltern haben, die sagen, also ich habe jetzt, hatte ich gerade heute wieder so ein Gespräch, ich habe vor, meinen Plan B umzusetzen, aber mit meinen Kindern kann ich darüber nicht sprechen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen. Wenn du noch mehr wissen möchtest, ich schicke dir gerne auch so ein kleines Konzept zu den 5 W-Fragen auch nochmal als PDF zu. Dann schreibst du einfach eine E-Mail oder registrierst dich auf der Webseite planbprojekt.com. Dann findest du dort einen Button Beratung. Du kannst dort gerne ein Beratungsgespräch buchen, aber unter dem Beratungsgespräch, also auch ein einfaches Kontaktformular, da kannst du einfach schreiben, schick mir bitte erstmal das PDF zu über die 5 W-Fragen und dann liest du dir das nochmal in Ruhe durch. Und entweder recherchierst du dann selbst oder ich würde mich freuen, dich im Beratungsgespräch natürlich auch mal zu sehen oder auf einer unserer Reisen. Also wir reisen ja nach Tansania, schauen uns dort an, wie kann man dort seinen Plan B umsetzen, wie ist das, treffen uns mit Auswanderern, wir reisen nach Dubai, wir reisen nach Georgien, nach Serbien. Du findest das alles auf unserer Webseite Perspektive Ausland. Ja, bis dahin, bleib fröhlich. Heute lade ich dich ein, Sebastian und Daniel nach Sansibar zu begleiten. Den Link zur Plan B-Reise für Auswanderer oder Investoren findest du in der Beschreibung. Sansibar bietet ja eines der besten Plan B-Dauervisa. Wenn du zum Beispiel 90.000 Euro in ein Familienhaus in Fumbertown investierst, erhalten bis 6 Personen ein permanentes Visum. Aber auch wenn du nur Vermögen außerhalb der EU gut investieren willst, ist Sansibar ein Geheimtipp, weil hier deutsche und Schweizer Ingenieure eine einzigartige neue Stadt bauen, Fumbertown. Wir finden, das könnte ein ideales Investment sein, auch weil sich der Hilton-Dienstleister Valor um die Werterhaltung und Vermietung deines Investments kümmert. Aber komm doch einfach mit Sebastian und Daniel nach Sansibar und überzeuge dich selbst. 3 Tage Besichtigungen, Workshops, Treffen mit Auswanderern und den Stadtplanern vor Ort und Austausch mit Gleichgesinnten. Die Reisetermine und das Programm findest du unter www.perspektiveausland.com. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.